Es war Brandstiftung. Thomas hat recht. Wir haben etwas gefunden und werden die Polizei benachrichtigen. Sieh mal, was ich draußen gefunden habe. Oh, wem gehören die denn? Jetzt dir. Die lagen im Müll. Charlie, was weißt du schon von Beziehung? Ich weiß, dass ihr beide euch liebt und zusammengehört. Und was ist mit dem Schuppen? Ist abgefackelt. Funkenflug. Und deine Sachen? Ist alles nur noch Asche. Vielleicht hat er wenigstens mein Ehering überlebt. Jeder Betrug wiegt schwer. Aber am schlimmsten ist es, wenn der Verräter aus den eigenen Reihen stammt. Alle Menschen haben zwei Gesichter. Aber das heißt nicht unbedingt, dass auch zwei Seelen in ihrer Brust schlagen. Wer Macht will, wird ewig hungrig bleiben. Und du bist sicher, dass das deine Stiefel waren? Keine Ahnung, warum sie plötzlich in der Küche standen. Weil dir irgendjemand diese Brandstiftung anhängen will. Und dieser jemand hat auch den Kanister von meiner Yacht gestohlen und ihn im Wald platziert. Aber die Polizei hat diese Stiefel bis jetzt noch nicht gesehen. Nein, sie stehen in meiner Suite, aber... Okay, dann hör mir jetzt mal ganz genau zu. Ups, du siehst ja aus, als hättest du gerade einen Krieg verloren. Wenn die Versicherung erfährt, dass du als Verdächtiger in Frage kommst, dann zahlen die keinen müden Cent. Du rätst mir doch nicht im Ernst, Beweise zu unterschlagen. Ich rate dir dazu, die Firma zu retten. Es liegt in deiner Hand. Oh, riecht das hier gut. Ey, Thomas. Königskuchen hat Kim gebacken. Echt? Mein Lieblingskuchen. Das ist ja lieb von dir. Sorry, Papa, aber der ist für Ansgar. Was? Na toll. Hey, jetzt reicht es aber. Ich habe mich immer noch nicht für die Rettung bei ihm bedankt. Wie lange soll ich das denn noch aufschieben? Stimmt. Wir sind Herrn von Lahnstein zu großem Dank verpflichtet. Darf ich? Vielleicht sollten wir ihn mal zum Essen einladen. Hm? Was denn? Hier zu uns? Nach Hause? Hervorragende Idee. Wir sorgen schon dafür, dass Herr von Lahnstein sich hier wohlfühlt. Ja, gut, ich überlege mir mal, was ich anziehen soll. Wieso? Du siehst doch immer toll aus. Ja, ja. Ja, es ist eigentlich gar nicht so blöd, ihn hierher einzuladen. Nicht wahr? Ui, es ist kalt hier. Wie wär's, wenn du ein kleines Feuerchen machst? Ich könnte Justus bitten, dir einen Benzinkanister zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Tanja. Dann lass mich doch mal überlegen. Der Benzinkanister im Wald, wie ist der wohl da hingekommen? Von Ludwigs Yacht aus an Land geschwommen und dann vielleicht per Anhalter? Ziemlich dünn als Beweis, findest du nicht? Stimmt, aber es gibt ja noch die Schuhe, die der Brandstifter getragen hat. Die mit dem abgelaufenen Absatz. Tanja, was sollen denn halt diese Verdächtigungen? Und vor allem, was weiß ich über Schuhe? Vermutlich nichts. Das ist das Problem. Du hast Justus vorhin den Müllcontainer umsonst absuchen lassen. Jetzt hör mir mal gut zu. Nur weil hier der Wald brennt, heißt das nicht, dass ich dran schuld bin. Es war Brandstiftung. Und aus der Familie war niemand so blöd, den Kanister im Wald liegen zu lassen. Und warum sollte ich dann so blöd sein? Weil du weißt, dass die Versicherung nicht zahlt und die Firma ruiniert ist. Es sei denn, die nette Lahnsteinbank gibt dir einen Kredit. Ich frage mich, wem du den Brand in die Schuhe schieben willst. Sebastian? Ludwig? Oder mir? Das ist ja eine ganz süße Theorie, Tanja. Aber pass mal gut auf, dass ich die nicht anzeige. Wegen Verleumdung. Solange es keine weiteren Beweise gibt, bist du genauso verdächtig wie wir alle. Ich bin gespannt, wie du aus der Nummer rauskommen willst. Graf Lahnstein, Herr Wolf für Sie. Graf Lahnstein, meine Frau und ich, wir würden Sie sehr gern zum Essen einladen und uns dafür bedanken, dass Sie Kim das Leben gerettet haben. Du wirst gefeiert. Ach, bitte, Tanja.
ich an deiner Stelle würde hingehen. Es könnte das letzte Fest sein, bevor du in den Knast kommst. Herr Wolf? Auf jeden Fall war das die coolste Party, auf der ich je war. Der DJ war hammermäßig drauf. Die Leute, die Location, das Sag war... mal, ist es dir eigentlich scheißegal, wie es Christian geht? Wieso? Naja, hättest du Christian nicht unbedingt seine Sachen zurückgeben müssen, würde er jetzt nicht mit nichts da stehen. Muss ich das verstehen? Du weißt es doch gar nicht? Christian hat bei dem Brand seine ganzen Sachen verloren. Wann zahlt denn jetzt die Versicherung? Das kann Monate dauern. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, und jetzt? Zähne zusammenbeißen und durch. Es ist alles weg. Alles. Er musste sich sogar schon von Andi was zum Anziehen leihen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil ihr nicht mehr miteinander redet. Hallo, ist Frau von Leinstein schon weg? Glücklicherweise war sie gar nicht erst hier. Du, wir suchen ja gerade beide eine Wohnung. Ist das nicht ein Zufall? Kann ich hier vielleicht einen Zettel aufhängen? Tut mir leid, des Schneiders ist keine Mensa. Sag mal, was hältst denn du von der WG? Daneben nicht. So, du schnappst mir keine Wohnung weg. Wann willst du eigentlich mit Olli reden? Über Jessica? Über den Brand. Darüber, dass du alles verloren hast. Olli, geh zu ihm und biete ihm deine Hilfe an. Aber warum kommt er denn nicht zu mir? Das ist doch eine Notlage. So wie du dich in den letzten Wochen ihm gegenüber verhalten hast? Tut mir leid, aber so schmerzfrei ist keiner. Weißt du was, solange Arno bei Susanne ist, kannst du bei mir wohnen. Damit ich Olli jeden Tag im Flur begegne? Nee, danke. Damit hat es doch überhaupt nichts zu tun. Du brauchst eine Bleibe und ich habe ein Zimmer frei. Oder hast du eine Alternative? Haben Sie herausgefunden, wer den Kanister von unserem Boot geklaut hat? Die Oberfläche des Kanisters ist so heiß gewesen, dass wir keine brauchbaren Fingerabdrücke nehmen konnten. Was ist denn mit den Schuhabdrücken an der Brandstelle? Die nützen uns gar nichts, solange wir nicht die passende Schuhe dazu haben. Ja, und das war jetzt dann Ihre umfangreiche Untersuchung, ja? Ich meine, allein unsere Küche hat 5 Müllcontainer. Was hätte sie finden sollen, Ansgar? Welcher Täter ist so blöd, die Schuhe hier in den Müll zu schmeißen? Vielleicht verliert da jemand die Nerven, hm? Denkst du an jemand Bestimmtes? Das überlasse ich selbstverständlich der Polizei. Vielleicht werden wir ja doch noch etwas feststellen. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein, ich glaube nicht. Boah, ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Alle streiten sich, schieben sich gegenseitig die Schuld für den Brand zu. Da glaube ich, dass noch nicht mal Ansgar sowas tun würde. Was heißt denn nicht einmal? Glaubst du nicht im Ernst, dass Ansgar mich jemals so in Gefahr gebracht hätte? Ja, keiner konnte ja wissen, dass du in der Hütte bist. Er hat mich auf seinen Armen durch das Feuer getragen. Sowas tut doch kein Brandstifter. Wenn du Ansgar richtig kennen würdest, wüsstest du, wie unglaublich das wirklich ist. Jetzt, wo Herr Lahnstein abgesagt hat, können wir den Kuchen doch für uns Der anschneiden. Kuchen ist für Ansgar. Ach, dann nimmt Rebecca den Kuchen mit aufs Schloss? Ich gebe ihn persönlich ab. Rebecca hat mich eingeladen, heute bei ihr zu übernachten. Ich mach auf. Guten Abend, Herr Wolf. Ich hoffe, Ihr Angebot steht noch. Die Frage ist nur, wer von uns will der Firma einen derartigen Schaden zufügen. Kommt trotz allem nur Ansgar in Frage. Aber das ist doch absurd. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Was ist mit Tanja? Ihr gesamtes Vermögen steckt in der Firma. Das würde sie niemals riskieren. Sei denn, sie hatte längst einen anderen Deal mit Yakamoto. Ich habe schon mal einen Verdacht zu früh ausgesprochen. Ja. Aber damals war Ansgar schuld. Ja, aber diesmal hat er mehr als nur ein gutes Alibi. Ja, also, vielen Dank. Gerne. Tja, dann wollen wir uns mal um Ihren Cognac kümmern, Graf Lahnstein. Gerne. Wenn Sie den Grafen weglassen. Die Polizei ermittelt jetzt übrigens gegen Unbekannt. Ich bin froh, wenn Sie den miesen Dreckskerl erwischen. Ja. Oder wenn zumindest neue Beweise auftauchen.
Und was passiert jetzt mit den Stiefeln? Sebastian ist der Meinung, wir sollten sie erst mal zurückhalten. Er sagt, es nutzt niemandem, wenn die Polizei voreilige Schlüsse zieht. Die Kommissarin, Frau Kramer, die hat uns eine Bestätigung für die Versicherung gegeben. Damit können wir Yakamoto auszahlen. Vater, du warst es nicht. Also schick diese verdammten Stiefel zur Hölle und die Sache ist erledigt. Dann erfahre ich nie, wer mir diesen Dolch in den Rücken gestoßen hat. Ja, dann vielen Dank für die Bewirtung und natürlich den Kuchen. Das kannst du ruhig öfter machen. Da müssen Sie sich einen guten Grund einfallen lassen. Das mit dem Brand, das wird nicht nochmal wiederholt. Ja, also dann. Können Sie mich mitnehmen? Ich bin noch mit Rebecca verabredet. Also, mir macht das nichts aus. Ich muss sowieso zum Schloss zurück. Hey. Was machst du denn hier? Charlie hat mir angeboten, dass ich bei ihr wohnen kann, weil meine ganzen Sachen abgefackelt sind. Charlie. Und du? Hast du shoppen? Ja, vergiss es einfach. Ich will dich nicht länger aufhalten. Tust du nicht. Können wir vielleicht reden? Da kommst du ausgerechnet zu mir? Sprich doch mit Charlie, wenn du schon bei ihr pennst. Was soll das jetzt? Olli, kannst du jetzt bitte mal warten? Hier. Das ist alles für dich, weil du alles verloren hast und ich dir zeigen wollte, dass ich für dich da bin. Oh. Aber anstatt zu mir zu kommen, verkriechst du dich lieber bei Charlie. Darauf hast du gewartet? Dass es mir dreckig geht und dass ich dann bei dir angekrochen komme, oder was? Vielleicht hatte ich einfach... Vergiss es einfach. Pass mal auf, du hast mich rausgeworfen. Hast du das schon vergessen? Ich habe dich nicht rausgeworfen. Ich wollte nur, dass wir eine Pause machen. Was, das heißt nicht, dass wir jetzt geschiedene Leute sind. Ja, als du mir aber die ganzen Sachen vor die Tür geworfen hast, da sah das für mich vielleicht ein bisschen anders aus. Du weißt genau, warum ich Abstand wollte. Ach ja, die Sache mit Jessica. Kannst du vielleicht mit der Nummer mal aufhören? Hauptsache, du hast sie ausgiebig genossen, die Nummer. Jetzt viel Spaß mit Charlie. Warum glaubt Ihre Familie, dass Sie das Feuer gelegt haben? An diesem Wald hängt ein ziemlich großer Deal für unsere Firma. Naja, und du weißt ja, dass ich so meine Differenzen mit Ludwig habe. Ja, aber das ist doch trotzdem kein Grund. Manchmal schiebt man eben die Schuld auch auf andere, um von sich selbst abzulenken. Was meinen Sie damit? Na gut. Sie schwärmen vielleicht ein bisschen für ihn. Ja, hoffentlich bleibt es auch dabei. Also ich glaube nicht, dass er ein ernsthaftes Interesse an ihr hat. Aber er ist trotzdem nicht der richtige Umgang für Sie. Das heißt, alle haben ihre Schuhe abgegeben, außer Ludwig? Aber warum? Sie meinen, das war Absicht? Okay, ich weiß, dass Ludwig Ihr Onkel ist, aber müssen Sie das nicht der Polizei melden? Kim, wir sind eine Familie. Wenn Ludwig für den Brand verantwortlich war, dann heißt das, dass ich fast wegen ihm gestorben wäre. Damit können Sie ihn doch nicht durchkommen lassen. Kim, er ist wie ein Vater für mich. Kann ich doch nicht einfach so anzeigen. Glaubst du eigentlich, dass Ansgar ohne Grund von seiner Familie gehasst wird? Mit seinem Gehabe bietet er ja genügend Angriffsfläche. Ja, allerdings. Wir sollten aber nicht vergessen, was er für Kim getan hat. Ich glaube, seine Sorge um sie ist echt. Haben Sie nach den Schuhen mal gesucht? Na klar. Und die ganze Familie gegen mich aufgebracht. Weil Sie den Kerl finden wollten, der mich fast umgebracht hat? Die anderen glauben einfach, dass ich versuche, meinen eigenen Onkel ans Messer zu liefern. Es wäre natürlich was anderes, wenn sich jemand auf die Suche nach den Stiefeln macht, der ebenfalls ein starkes Interesse daran hat, den Schuldigen zu finden. Sie meinen, ich soll das machen? Also ich könnte jedenfalls verstehen, wenn du herausfinden wolltest, wer der Täter ist. Komm mal her. Wow, das ist viel Geld. Ja. Damit können wir die Konventionalstrafe bezahlen und auch noch über die ein oder andere Investition nachdenken. Ansgar wird Augen machen.
Auch wenn es mir leid tut, dass der Wald unserer Vorfahren in Schutt und Asche liegt, aber dieser Brand war ein absoluter Glücksfall für uns. Und die doppelte Versicherung, die beste Idee, die ich je hatte. Du hast Angst, habe ich recht? Nein, ich bin enttäuscht. Ich bin dem Tod nicht von der Schippe gesprungen, damit man mir einen Dolch in den Rücken rammt. Vielleicht ist die Wahrheit weniger schlimm, als es im Moment aussieht. Wenn ich nur wüsste, wie sie aussieht. Was sagt dir denn dein Gefühl? Dass ich ihm nicht mehr vertrauen kann. Bitte schön. Danke, Frau Linse. Woran denkst du? Was glaubst du, wer das Feuer gelegt hat? Jetzt denk doch nicht mehr an dieses schreckliche Feuer. Vielleicht hat die Polizei irgendwas übersehen. Das Wichtigste ist doch, dass du überlebt hast und dass es dir gut geht. Und dass du in dieser Hütte warst, ist einfach nur ein schrecklicher Zufall. Ich will einfach wissen, wer es war. Die Polizei ermittelt schon. Wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben. Was hast du vor? Ich werde meine Stiefel bei der Polizei abgeben. Leble. Dann werden sie dich verhaften, weil sie dich für den Schuldigen halten. Dann will ich doch nicht freiwillig Beweismittel der Polizei liefern. Ich bin unschuldig. Elisabeth, wer auch immer diesen Brand gelegt hat, er will uns ruinieren und mich außer Gefecht setzen. Ach Gott, wenn wir nur wüssten, wer dir das in die Schuhe schieben will. Wer auch immer es ist, er wird keine Ruhe geben. Aber er wird irgendwann mal einen Fehler machen. Und wenn es doch dein Vater war? Er wusste, wie viel Geld er von der Versicherung kassiert. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Warum nicht? Er hat wochenlang Panik wegen diesem Yakamoto-Deal geschoben. Vielleicht sind ihm irgendwie die Nerven gerissen und er ist durchgedreht. Ja, genau. Und deshalb klaut er den Kanister von unserer Yacht und zieht die ganze Nummer dann auch noch in seinen eigenen Gummistiefeln durch. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Dann war es eben doch Ansgar und er hat den Verdacht auf Ludwig gelenkt. Also, ich war es jedenfalls nicht. Da gehst du aber ein großes Risiko ein. Es geht um die Firma und die Familie. Und solange wir Beweismaterial zurückhalten, kann die Polizei den Schuldigen nicht finden. Kann ich auf dich zählen? Egal, was passiert, ich bin an deiner Seite. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do. Oh, so allein? Und? Wie sieht's aus? Schon was rausgefunden? Ich habe noch mal über die Sache mit Ihrem Onkel nachgedacht. Dass er vielleicht die Stiefel hat und ich sie suchen soll. Jetzt sag bloß, du hast schon was entdeckt. Nein. Und ich will darüber auch nicht mehr nachdenken. Ich weiß, dass die Sache Sie belastet, aber mich auch. Kim, Und vielleicht will ich gar nicht wissen, wer es war. Es würde dann ein Gesicht geben, wahrscheinlich ein bekanntes. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Sind Sie jetzt böse auf mich? Graf Lahnstein, entschuldigen Sie. Sie werden im Salon erwartet. Ja, ich komme gleich.
Was ist denn los? Ich habe euch etwas zu sagen. Es geht um den Waldbrand. Es war tatsächlich Brandstiftung. Und die Schuhe, die die Polizei gesucht hat, sind auch aufgetaucht. Es sind meine. Moment mal, was soll das denn heißen? Dass jemand versucht, mir diesen Waldbrand unterzujubeln. Ja, und wer? Euer Vater hat die Schuhe bei der Polizei abgegeben. Du hast was? Graf Landstein, Kommissarin Kramer. Graf Lahnstein, ich muss Sie bitten, mit uns zu kommen. Das können Sie nicht machen. Mein Vater ist unschuldig. Ich will den Haftbefehl sehen. Tut mir leid, Sebastian. Hey, ich bin schon fast fertig. Mach Feierabend. Ich übernehme das. Sicher? Sicher. Danke. Du bist ein Schatz. Danke. Ciao. Ciao. Krieg ich noch einen Drink? Was willst du? Was bestellen? Das hier ist eine Kneipe und ich bin ein Gast. Aber nicht mehr lange. Verschwinde. Oh. Vielleicht sollte ich doch lieber Christian fragen, ob er was mit mir trinken will. Raus hier. Bleib mal da. Raus! Hey. Sorry, das wollte ich nicht. Ich hol dir Eis. To